Die Autorität des Gläubigen ist unser Thema. In die erste Woche, wir haben gesehen, Gottes Plan war, dass der Mensch sollte ausgestattet sein mit Herrlichkeit und Pracht, mit der Fähigkeit zu herrschen. Adam hat das verloren, als er diesen Lüge geschluckt hat. Wenn du nimmst und isst, Gott weiß, du wirst genauso sein, wie er ist. Weil Adam war schon wie Gott und hat das vielleicht irgendwie nicht gemerkt. Und mit ihm aber leider sind wir alle in diesen Zustand gelandet. Weggenommen von der Herrlichkeit, Pracht, Fähigkeit, selber zu herrschen im Leben, unter Gottes Herrschaft natürlich. Und Gott hat aber einen Plan. Sogar letzte Woche oder in der zweiten Lektion, wir haben gesehen, dass Gott hat dieses Plan bevor der Grundlegung dieser Welt im Gange gesetzt. Gott wusste, dass Adam das tun würde. Man könnte sagen, ja, warum hat Gott überhaupt Adam geschaffen? Well, das war Gottes Sehnsucht nach Familie. Familie ist nicht nur ein menschliches Sehnsucht. Familie ist von Gott gegeben. Und er wusste, wenn er Adam schaffen würde in seinem Ebenbild, er muss ihm auch eine Fähigkeit geben, selber zu entscheiden. Das heißt, das Risiko, dass Adam alles wegwerfen können, was Gott ihm anvertraute. Und das ist genau passiert, aber Gott war nicht überrascht. Gott hat einen Plan. Er sandte seinen Sohn. Gott, der Sohn, Jesus Christus, der von Ewigkeit her war. Er hat Fleisch angenommen, zeigt uns den unsichtbaren Gott, aber dann hat er einen Preis am Kreuz gezahlt, die wir hätten zahlen müssen, aber wir nicht zahlen könnten. Stellvertretend ist er für uns gestorben und mit seiner Auferstehung, wir haben in der zweiten Lektion gesehen, wir sind mit ihm nicht nur lebendig vor Gott wieder, wir sind mit ihm auferstanden und mit ihm versetzt in himmlische Regionen. Sie, wir leben in zwei Welten gleichzeitig. Wir sitzen heute Morgen, ich stehe hier in Feldkirchen in der Gemeinde, aber von Gottes Perspektive, du hast eine Position von Vollmacht und Autorität. Und beides gehört uns, Vollmacht und Macht. Und das bildet oder das gibt uns und schafft uns die Fähigkeit, in Autorität im Namen Jesus zu leben. Das heißt, Nein zu sagen. Das heißt, nein, der Feind darf nicht hier das und das tun. Und wir haben in die erste und zweite Lektion gelernt über den Feind. Es gibt tatsächlich einen Feind. Er möchte dich blenden. Das heißt sogar, Paulus sagte, wenn unser Evangelium ist nicht gesehen, nicht gehört, nicht verstanden, es ist nur, weil der Gott dieser Welt hat ihren Verstand verblendet. Well, das Einzige, was seine Lüge brechen kann, ist die Wahrheit. Und deswegen verkündigen wir heute Morgen Gottes Wahrheit. Wir haben dann gesagt, dass wir wollten diese zwei Begriffe definieren. Das möchte ich jetzt tun. Diese zwei Teile unserer Ausstattung. Wenn wir zu Jesus kommen, Gott schenkt uns Kraft und er schenkt uns Macht. Die sind zwei unterschiedliche Worte in der Urtext. Und so lass uns die zwei definieren. Zuerst Macht. Wenn das Wort Gottes im Neuen Testament über Macht redet, es redet von dieses griechische Wort Exousia. Und Exousia kann man so übersetzen und verstehen, übertragene Macht oder Vollmacht. Zum Beispiel ein Polizist. Du kennst diesen Polizist, dass er Macht hat, weil er hat in Amerika, die haben ein Badge, die haben eine Marken, die zeigt, oh, das ist ein Polizist. Das heißt auch auf ihr Hemd, Polizisten, in ihr Autos, Polizisten, das gibt Blaulicht. Und du weißt gleich, wait a minute, hier ist jemand mit Exousia. Der Staat hat diesem Mensch eine Aufgabe gegeben und die meisten Menschen respektieren das oder versuchen mindestens so zu tun, als ob. Das ist Exousia. Und du hast Macht. Du hast übertragende Vollmacht von Gott selber.
Na, unser Geheimnis heute, die wir enträtseln möchten, ist, wie lebe ich das aus in meinem Alltag? So bitte ein bisschen Geduld, ruhig, wir kommen dorthin. Weil was nutzt das ganze geistliche Wahrheiten, wenn du das nicht am Dienstag umsetzen kannst, wenn du alleine bist, wenn niemand anderen da ist? Was nutzt mir all dieses Wissen, dass ich mit Christus mit auferweckt bin und mit versetzt bin und ich sitze in himmlischen Regionen? Was hat das für eine Auswirkung in mein Leben? Oh, wenn du merkst, wie du das ausüben kannst, wie du in deine Gebetskammer kannst oder gehen kannst oder wie du Gott loben und preisen kannst. Ich habe schon einen kleinen Hinweis gegeben. So, das zweite Wort, das wir anschauen wollten, ist Kraft. Das Wort Dunamis. Dunamis kann man so übersetzen, es ist die Fähigkeit zu überwinden und was gegen uns kommt. Man kann das so am besten beschreiben wie ein Polizist. Das eine ist Exousia, du siehst, das ist ein Polizist, er hat Macht. Aber der Polizist hat nicht nur Macht, er hat manchmal eine Waffe. Und diese Waffe ist die Fähigkeit, wenn du nicht seine Exousia annimmst, bumm! Man geht nicht gleich fertig um damit, aber wir verstehen, was gemeint ist. Er ist ausgestattet nicht nur mit dieses Vollmacht, er hat auch die Fähigkeit, etwas zu tun, wenn etwas gesetzeslos im Gange ist. Und Gott hat dir auch Kraft gegeben. Der Geist Gottes in dir ist die Zuteilung von Gottes Kraft, freigesetzt in dein Leben, anderen Menschen zu helfen, dich zu fähigen, anderen Menschen zu helfen. Und Gottes Wort selber ist geladen mit dieser Kraft. Paulus sagte, ich schäme mich nicht um des Evangeliums willen, weil das ist Gottes Kraft. Dunamis. Wir werden sehen, dass wenn man beginnt, über Autorität ausüben zu sprechen, wir werden gleich merken, das hat nichts zu tun mit Dämonen jagen. Na, wir mussten den Feind definieren. Wir mussten auch lernen, wie er arbeitet. Weil er hat für eine gewisse Zeit diesen Kraft und Herrlichkeit und Pracht, die eigentlich Adam gehörte, gestohlen. Und wir haben es in der zweiten Lektion gesehen, als Jesus direkt vor ihm stand. Was hat er zu Jesus gesagt? All diese Macht und die Herrlichkeit ist mir übertragen. Und ich gebe es weiter an wem ich will. Na, man könnte sagen, ja, aber das kann nicht stimmen. Wenn es nicht stimmt, war es keine Versuchung. Sieh, der Teufel wusste genau, dazu ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, das zurückzugewinnen, was Adam verloren hat. Und er hat ihm einen billigen Weg angeboten, wie er das zurückbekommen könnte. Du musst nur vor mir hinknien, mich anbeten. Jesus sagte, no, man betet nur Gott an. Und Jesus ging den harten Weg zum Kreuz, stellvertretend diese Trennung von Gott für uns zu erleben, damit wir in eine lebendige Beziehung mit Gott kommen können und wieder Herrlichkeit und Pracht von Gott empfangen können, mit auferstanden, mit auferweckt, mit versetzt. Exousia, Dunamis in deinem, in meinem Leben. Und sieh, manchmal, wir haben das Gefühl, wir sind machtlos. Ja, die Situation ist das, mein Bankkonto ist das, mein Arbeitgeber ist das oder meine Familiensituation oder mein Körper. Ich kann nichts tun. No, das ist eine Lüge. Wenn du lernst, wer du bist, was du hast und wie du das umsetzen kannst, du kannst dein Schicksal enden. Du hast Exousia, du hast Dunamis, du hast Zugang zu der Kraft Gottes, zu dieser Kraft Gottes. Aber du musst wissen, wie der Feind funktioniert. Wir haben gesehen in der zweiten Lektion, als Jesus von den Toten auferstanden ist, er hat den Teufel entmachtet. Er hat ihn sogar bloßgestellt, sagt Kolosserbrief. Was ist das Problem? Well, Jesus hat uns etwas Wichtiges gesagt über ihn. Er sagte, er ist ein Lügner. Vom Anfang an war er ein Lügner und er ist der Vater aller Lügen. Und du musst wissen, wo der große Kampf ist. Der große Kampf ist nicht direkt gegen den Teufel zu kämpfen. Der große Kampf ist in einem Bereich, wo wir alle zu tun haben, nämlich hier in unserer Banner. Das ist das Schlachtfeld. Und das ist der Ort, wo du allermeist verstehen musst, dass du ausgestattet bist mit Vollmacht
und Macht. Schauen wir das an. Zuerst 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 3. Denn ob wir schon im Fleische wandeln, so streiten wir doch nicht nach Art des Fleisches. Now, wir sind in einem Streit. Vielleicht für die meisten Christen, nichts Neues. Wir alle streiten miteinander. No, diese Art von Streiten sollten wir nicht ausüben. Wir wollen lernen zu reden, zu vergeben, aufeinander zuzugehen. Der christliche Umgang miteinander manchmal ist, oh Gott, erbarme dich. Da ist nicht unser Streit. Paulus redet nicht vom Streit unter Christen und ihre unterschiedliche theologische Sichtweisen. Das ist so kleinkariert im Licht von wer Jesus ist und was wir als Aufgabe haben in dieser Welt, Licht und Salz zu sein. Wir sollten lernen, viel mehr füreinander zu beten. Aber es gibt einen Kampf. Und dieser Kampf, obwohl wir in ein natürlicher Leib, wir leben in einer natürlichen Welt, fleischlich hat er das Wort benutzt, wir kämpfen nicht nach Art des Fleisches. Es ist nicht ein natürlicher Ringen hier, ein natürlicher Schlagfeld hier. Das ist ein geistlicher Schlagfeld, die allermeist in deinen Seele, in deiner geistigen Welt abspielt. Und schauen wir das an. Wir werden 3 Begriffe hier hören, die uns ganz genau gezielt zeigt uns hier, was wir zu tun oder wo eigentlich diesen Kampf ist. Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich oder natürlich oder menschlich, kann man das alles sagen, sondern mächtig durch Gott. Und schau, was es tut. Zur Zerstörung von Festungen. Now, dieses Begriff Festungen, denk wie ein Burg, ein Schloss, okay? Wo sind diese Bürger, die Schlösser, diese großen Mauern? Wo sind die Riesen, die wir schlagen mussten? Diese Mauern, die wir niederreißen mussten. Schau das an. So dass wir Vernunftschlösser zerstören. Vernunftschlösser, Vernunft. Hier oben. Wo man überlegt. Und jeder hört die sich wieder die Erkenntnis Gottes. Und nochmal, es hat zu tun mit Gedankengut. Und dann zum 3. Mal. Und jeden Gedanken, hier ist es ganz klar für uns ausgesprochen, gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. In anderen Worten, alles, was widerspricht, was wir wissen durch das Neue Testament, wer Christus ist, was er für uns getan hat und jetzt, was wir sein können wegen ihm, musst du in diesem Schlagfeld deine Gedanken gefangen nehmen. Weil wenn du das nicht tust, diese Lügen werden in dir eine Festung bauen. Und diese Festung muss niedergerissen sein. Falsche Gedankenschlüsse, falsche Vernunftschlüsse, falsche Überlegungen, Dinge, die gegen Gottes Wort eigentlich auftauchen. Und oftmals ist es nicht nur hier in unserer Wahrnehmung, hier oben, wir sehen es, wir spüren das. Und ich sage nicht, dass wir Christen sollten die Realität verleugnen. No, wir müssen lernen, die Realität direkt ins Gesicht anzuschauen, aber im Licht von der Verheißung Gottes. Du sagst, ich komme nicht weiter, aber mein Gott sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Du sagst, ich bin krank und elend, aber mein Gott sagt, durch seinen Wunden bin ich heil geworden. So ich nehme meine Heilung in Anspruch. Du sagst, ich kann das nicht tun, ich habe zu viel Mangel, aber mein Gott sagt, Gott wird alle meine Mangel ausgleichen, durch seine Reichtum in Herrlichkeit. Und dann fängst du an, was man nennt, einen Glaubenskampf zu kämpfen. Und es ist ein guter Kampf. Weil der Sieg gehört dir, bevor du begonnen hast. Jesus hat einen Preis bezahlt, uns diesen Sieg zu ermöglichen. Aber wenn wir nicht in unserer Autorität leben, wenn wir nicht beginnen, unsere Gedanken kritisch anzuschauen. Na, ich sage nicht, denke nicht. Das ist eine Sünde. Gott hat dir ein Gehirn gegeben, damit du denken sollst. Und du solltest deine Denkweise immer weiterbilden und weiterbilden. Aber wenn dein Denkgut ist wichtiger, logisches Denken über Gottes Aussagen, dann haben wir ein Problem. Was sagt Sprüche Kapitel 3?
Vertraue dem Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Er hat nicht gesagt, benutze deinen Verstand nicht. Eigentlich dein Verstand ist sehr gut, ist ein Geschenk Gottes. Aber oftmals in unser Gedankengut. Es ist dort, wo der Feind kommt mit feuriger Pfeiler. Genauso hat Paulus das beschrieben in Epheserbrief. Es sind ein feuriger Pfeil, wie der Günther, er kann sehr gut schießen. Bogen und Pfeiler. Er hat uns Männer das ein bisschen beigebracht. Und wenn ein Pfeil kommt, es ist, du hörst das so. Es kommt nicht wie, ich bin der Teufel und ich gebe dir diese Gedanken und du sagst, oh, ich denke, dass ich das nicht annehme. No, der feurige Pfeil kommt wie deine eigenen Gedanken. Ich bin schwach, ich kann es nicht tun. Ich bin unfähig, ich kann es nicht tun. Und du nimmst das an, als ob es dein eigenen Gedankengut war. Und Paulus sagte, nein, unser Schlachtfeld ist in diesem Bereich, wo Festungen gebaut sein können in unserer eigenen Vorstellung, unserer eigenen Überlegung. Und die sind gegen die Gedanken Gottes, gegen die Erkenntnis Gottes. Und die können in uns wie ein Gefängnis, ein Schloss bauen, eine Festung bauen. Und bis einer kommt, und hier muss ich euch die Wahrheit sagen, du bist der Einzige, der wirklich diese Vernunftschlüssel in dir niederreißen kannst. Unsere Gebete helfen und dass wir füreinander beten, das ist gut. Aber wenn du nicht bereit bist, diese Festungen in dir selber niederzureißen, unsere Gebete werden nur so weit wirken. Du musst aufstehen und sagen, nein, ich bin ein Kind Gottes. Nein, in Jesu Namen, der Verheißung Gottes wird mein Leben bestimmen. Nicht die Umstände, nicht meine Herkunft sogar, nicht was ich denke, was ich schaffen kann, sondern was ich jetzt bin, in und durch und wegen Christus. Es ist ein Kampf. Es ist ein Ringen. Es ist etwas, was man täglich tun muss, aber es ist nicht so schwer, dass nur wenige das tun können. Eigentlich. Gott hat es für uns einfach gemacht. Und es ist diese Schlichtheit und Einfachheit, die wir manchmal übersehen. Wir glauben, wir müssen so und so wie Muskis haben, wie Arnold Schwarzenegger im Geist. Und dann können wir, ganz ehrlich gesagt, du, der Kleinste, der Jüngste im Christus, hat Vollmacht und Macht empfangen und ist fähig, diesen Schlag immer zu gewinnen. Es ist wegen Jesus, nicht wegen dir. Es ist nicht wegen unserer großen Licht und Erkenntnis, es ist wegen unser Vertrauen in ihn und unsere Bereitschaft, sein Wort ernst zu nehmen. Ihn beim Wort zu nehmen, ist der Schlüssel von allem. Now, heute Morgen, ich möchte in einen Bereich kommen, wo ich glaube, es euch hilft zu verstehen, wie einfach es ist, diese geistige Kriegsführung positiv für dich auszuüben und zu lernen, deinen Schlachtfeld immer unter Kontrolle zu halten, dass du immer den Sieg erlebst. Wir gehen zu den 8. Psalm. Wir haben hier begonnen, wir haben mehrmals den 8. Psalm angeschaut. Wir haben sogar die ersten Gottesdienst von das ganze Jahr dem 8. Psalm angeschaut. Und wir sind hier wieder gelandet, aber jetzt noch eine andere Aussage. Ich lese Vers 1 und dann Vers 2. Herr, unser Herrscher, wie herrlich oder wie vortrefflich ist dein Name auf der ganzen Erde, dass dein Lob bis zum Himmel reicht. Und jetzt ist wichtig für uns. Aus dem Munde von Kindern und Säuglingen hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Das ist so schlicht, dass Kinder es lernen können. Kinder können das ausüben. Kinder und Säuglinge. Das zeigt uns, es hat nichts zu tun mit einer großen geistlichen Entwicklung. Aber wir wollen wachsen, wir wollen reifen, das ist ohne Frage. Aber es ist nicht abhängig von deinem Reifeprozess, es ist abhängig von wer Jesus ist. Na, es ist interessant, Jesus hat diese Aussage zitiert einmal in Matthäus Evangelium Kapitel 21. Und wisst ihr, wie Jesus diese Aussage zitiert? Das ist so interessant. Er sagte Folgendes:
Habt ihr noch nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglingen hast du ein Lob bereitet? So, David im Psalm 8 sagte einen Kraft, einen Macht und Jesus sagte ein Lob. Und jeder Kind Gottes, jeder Baby in Christus kann lernen, Gott zu loben. Gott zu preisen. Na, was ist Lobpreis? Habt ihr den Video gesehen, wo Rita ihr Herz geöffnet hat in Bezug auf was Lobpreis für sie bedeutet? Falls ihr das nicht gesehen habt. Zu Glauben bin ich gekommen, ich war 18 Jahre. Ich war nicht ein sehr glücklicher 18-Jährige. Ich habe in meiner Kindheit und auch als Teenager mit sehr viel Furcht zu kämpfen gehabt. Ich hatte Furcht vom Sterben und das hat es sehr kompliziert gemacht. Keiner hat es gewusst, was in mir war, nur ich habe das gewusst. Ich habe oft geweint und es war sehr, sehr schwierig. Aber Gott hat mich gefunden. Er hat mich herausgezogen und ich habe ihn erlebt. Seine Liebe, die wirklich heilt, auch seine Liebe heilt. Ich und meine Schwester, wir waren eigentlich so ein bisschen auf der Suche und wir haben uns gezielt Informationen gesucht. Und darauf sind wir dann in eine Gemeinde in meiner Heimatstadt in Norwegen gekommen. Das war mein allererster Gottesdienst in einer Freikirche. Und es war auch der allererste Begegnung mit das, was wir jetzt Lobpreis nennen. Du bist gut, ich komme zu dir, voller Vertrauen, wie ein kleines Kind. Du bist gut, du sättigst mein Leben mit Gutem. Ich vertraue auf dein Wort und ich gebe mich hin. Ich habe intuitiv gespürt, es ist mehr als nur ein gemeinsames Singen. Ich habe schon wahrgenommen, sie singen jemanden zu und diesen jemanden war Gott, das ist Jesus und das haben sie gemeinsam mit einer Freude und mit einer Kraft gemacht. In diesem Lobpreis bin ich mit eingestiegen. Du bist gut, ich komme zu dir, Herr, voller Vertrauen, wie ein kleines Kind. Du bist gut, du sättigst mein Leben mit Gutem. Ich vertraue auf dein Wort und ich gebe mich hin. Lobpreis, das hat immer eine große Bedeutung für mein Leben, eine große Kraft in mein Leben, weil das hilft mir, meinen Blick von mir selber wegzunehmen. Weil manchmal wird man so eingenommen von Sorgen oder von anderen Problemen und dann sehe ich manchmal nicht weiter als meine eigene Nase. Aber wenn ich schaffe, mit Gottes Hilfe wirklich auf ihn zu schauen und dann weiß ich, gut, Gott, du bist gut und er hat immer einen Weg da, wo ich keinen Weg sehe. Er hat immer Lösungen, wo ich keine Lösungen sehe oder überhaupt finden kann. Gott ist, er ist unveränderlich. Er ist unveränderlich gut, unveränderlich treu, unveränderlich gnädig. Und wenn ich auf das fokussiere, dann sehe ich Dinge aus einer anderen Perspektive auch. Es wird dir einen Einblick geben, was hinter der Kulisse hier an Sonntags im Gange ist. Es ist nicht, dass wir wollen lernen, immer nur gute Lieder zu singen und zu musizieren. Das ist die zweite Priorität. Die erste Priorität ist, wir loben Gott. Wir haben gelernt, dass diese Fähigkeit, unser Augenmerk weg von uns und unserer Momente, Situation und auf Gott zu richten, ist eine Freisetzung von Kraft. Es ist eine Macht Gottes. Und jeder kann das tun. Ich gebe dir ein Beispiel von richtiger geistiger Kriegsführung. Ein Gedanke kommt. Ich
kann das nicht schaffen, ich habe nicht die Fähigkeit oder die Weisheit, diese Entscheidung zu treffen. Und was tut den Gläubigen, die auf Gott schaut, der dieses Sieg gewinnen möchte? Er fängt an, Gott zu danken, dass Gott seine Fähigkeit ist, dass Gott ihm Weisheit gibt, dass Gott ihm hilft. Und wisst ihr, was geschieht? Gott schenkt es. Es macht den Teufel wütend. Er möchte nicht, dass du das hörst. Er möchte nicht hören. Er möchte nicht, dass du beginnst zu verstehen. Meinst du, ich muss nur beginnen, mein Herz für Gott zu öffnen und Zeit mit ihm zu verbringen und ihm Lob zu singen? Das gehört dazu und ja. Weil ein Markt wird freigesetzt. Wir haben gelesen im Psalm 8, wozu? Damit den Rachgieriger und den Feind zu Schweigen kommen muss. Das Problem ist, diese feurigen Pfeile kommen hier als Gedanken und dein Kopf ist so laut, dass du weißt nicht mehr, was soll ich tun? Du musst zur Ruhe kommen. Und Gott hat dich ausgestattet als ein mächtiger Krieger. Du bist fähig zu sagen, oh Gott, du bist die Antwort. So, ich möchte dir danken. Ich möchte deinen Namen loben und preisen. Ich möchte meine Stimme erheben. Und du beginnst Gott zu dienen in deinem Gesang. Auch wenn du nicht gut singen kannst. Es hat zu tun mit Herz, nicht Stimmbildung. Nichts gegen Stimmbildung, aber es hat zu tun mit Herz. Und was geschieht, ist ein Wunder. Eine Freisetzung von Dunamis. Eine Ausübung von Exousia. Macht, Dunamis und Exousia. Dieses Vollmacht wird freigesetzt und der Feind muss schweigen. Und es ist erstaunlich, wie dein Herz zur Ruhe kommt. Hochkompliziert ist es nicht. Ja, wir müssen diese Festungen niederreißen. Ja, wir müssen unsere Vernunftschlösser unter der Lupe halten und die Erkenntnis Gottes festhalten. Ja, wir müssen jede Gedanke, die sich erhebt gegen Christus, wir müssen es gefangen nehmen. Alles klar. Aber der Weg dorthin ist nicht kompliziert. Es ist Jesus, Jesus, heilig und gesalbt bist du. Was tue ich jetzt? Das war gerade jetzt christlicher Kriegsführung. Na, der natürliche Mensch schaut das an und sagt, was soll das heißen? Paulus sagte, unsere Ritterschaft, unsere Ausstattung ist nicht menschlich. Es hat nichts zu tun mit menschlicher Fähigkeit. Es hat zu tun mit, es gibt ein kleines Geheimnis, das du lernen musst. Gott wohnt in der Lobpreis seines Volkes. Wenn du beginnst, deine Stimme zu erheben, Gott sagte, da ist eine Wohnung, wo ich mich auf das Sofa hinsetzen möchte. Da ist ein Ort, wo ich fühle mich wohl. Da möchte ich mich erlebbar, spürbar machen. Und das ist der Unterschied. Gott ist überall, keine Frage. Aber Gott ist nicht überall erlebbar und spürbar. Und er wird in deinen Kampf hineinkommen, wenn du aufhörst zu meckern und zu sagen, wie schlimm es alles ist. Und du beginnst trotz deiner Gefühle, trotz der Umstände zu sagen, Herr, ich preise dich.